Warum das Cool Water Intense besser ist als das OG Cool Water von Davidoff, da wollen wir drüber reden. Ein sehr nices Parfüm, oder beziehungsweise beide Düfte sind sehr cool für den Sommer, sehr frische Düfte. Ja, aber warum ist das Cool Water Intense besser? Da wollen wir drüber reden. Mein Name ist Dennis, wir gehen rein. Moin aus Hamburg. Yes, so, wir fangen mal mit den OG an. Wer kennt es nicht? Das war auch ehrlich gesagt mein erstes Video hier auf YouTube. Lange ist her. Und ein Duft, den ich so oft da draußen noch rieche. Und das sagt mir, dass es ein geiler Duft ist. Ja, natürlich. Von alt bis jung. Jeder riecht danach. Jeder natürlich. Ne? Ihr wisst, wie ich das meine. Viele riechen danach. Und es ist ein simpler, erfrischender, Ganzjahresduft. Zum Sport zu gebrauchen, wenn es heiß ist, wenn es kalt ist. Dieser Duft geht immer. Wir haben hier Lavendel, wir haben Minze, wir haben was Aquatisches. Grundsätzlich war dieser Duft ganz früher. Ich habe auch noch die Vintage-Version. Früher war der einfach grün, frisch, würzig. Das könnt ihr natürlich jetzt vergessen. Es ist synthetisch, aquatisch, frisch. Endeffekt hat sich, die DNA ist schon da, nicht so viel verändert. Ne? Man merkt schon, das würzig Grüne bei einem OG, also bei einem richtigen OG, bei der Vintage-Version oder bei der Vintage-Parfüm-Version. Eau de Toilette, ich meine allgemein Parfüm-Version nur. Von früher, das ist schon nice gewesen. Aber das ist eine Reformulierung, die nicht unbedingt ins Negative gegangen ist. Früher waren das, ich weiß gar nicht mehr, wann sie den reformuliert haben, oder umgeändert haben, aber ich finde, das ging jetzt nicht unbedingt ins Negative. Natürlich, klar, wenn du ein Fan bist oder die ganze Zeit früher das OG getragen hast und du hast es grün würzig und auf einmal kommt dieser Duft dabei raus. Da gab es natürlich auch Situationen, da haben sich viele gesagt, Moment mal, das geht so nicht, was ist hier los? Kann ich auch ganz klar verstehen. Dann hat sich das aber wirklich, man kann ja so und so nichts ändern. Als Endabnehmer, Endverbraucher kannst du nichts ändern. Das ist das Traurige. Aber im Endeffekt, also du kannst schon was ändern, wenn man dagegen angeht und so weiter und so fort. Aber früher hat man das nicht so gemacht. Und dann müsste man das auch mit mehreren machen. Da müssen Unterschriften gesammelt werden und so weiter. Fakt ist auf jeden Fall, trotzdem haben die Leute sich in diesen frischen, aquatisch-synthetischen Duft verliebt, der hinten nur ein bisschen noch dieses vielleicht erahnen kann, dass er mal grün-würzig war. Ja, und wie viele Leute sind da schon, wie viele Models sind da schon ins Wasser gesprungen, früher von der Klippe. Übrigens auch Paul Walker, nochmal Rest in Peace, zu früh von uns gegangen. Auf jeden Fall sehr schöner Duft, der überall und nirgendwo, ja, kann man sagen, funktioniert. So, und das Intense. Aber warum hat denn tatsächlich Davidoff das geschafft, ein Intense rauszubringen, was noch besser ist? Im Endeffekt, das ist natürlich Geschmackssache. Die eingesessenen Cool Water Liebhaber werden den auch mögen. Das habe ich mal rausgefunden. Aber natürlich vielleicht nicht, sag ich mal, eintauschen wollen sie ihn auch nicht. Obwohl er reformuliert ja worden ist vor zig Jahren. So. Aber hier haben wir, man hat eine, also hier ist das null synthetisch, also nicht so, null synthetisch ist auch falsch. Es ist schon synthetisch, hast du immer so ein bisschen, ne? Aber frisch, kühl und Kokosnusswasser hast du hier jetzt. So, und das haben sie mit der Süße nicht übertrieben. Die Süße ist da, aber trotzdem einfach irgendwie alles perfekt, sag ich mal, ausbalanciert. Schönes Teil. Wir haben eine grüne Mandarine, wie gesagt, Kokoswasser und Amber. Das ist natürlich komplett das Gegenteil, was der OG hat. Natürlich hat man ein Minimal DNA vom OG behalten. Aber ganz ehrlich, das ist nicht so groß und da hat man erst gesagt, oha, was soll das? Wenn du ein Intense rausbringst, dann mach es doch einfach stärker, so wie es früher war. Nicht einen anderen Duft, sondern stärker. Aber man hat einfach gemerkt, das ist bombastisch. Das ist wirklich bombastisch. Und früher war der ja noch günstiger. Jetzt ist es inzwischen alles teurer. Aber was auch
das richtig Gute an diesem Duft ist die Haltbarkeit, was viele zu der Zeit, wo der rausgekommen ist, war Haltbarkeit wichtig, wichtiger als der Duft im Endeffekt. Aber man konnte sehen, dass Cool Water das Intense richtig abgeliefert hat. Es gab so viele Fans, er wurde extrem gut gekauft, also er kam natürlich nicht über die Jahre, kannst du natürlich an denen vorbei, aber wenn ich jeden fragen würde auf der Straße oder viele, die jetzt beide kennen oder überhaupt Cool Water Flanker, dann werden sie niemals die anderen Flanker, die gar nicht so schlecht sind, aber ich habe sehr viele Flanker, aber dann wird keiner über die sprechen, sondern höchstens natürlich das Original, aber wenn es um Flanker geht, werden sie das Intense sagen, wenn sie es natürlich kennen, ne? Das ist Voraussetzung, denn es wird keiner Reborn oder Eau de Parfüm sagen, etc. pp. Nein, es wird jeder das Intense. Und ich finde, dass Davidoff, sag ich mal, mit den Cool Water Intense was kreiert hat, was man ja so gar nicht in den letzten Jahren alles geschafft hat. Und ich finde das sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und im Endeffekt sind das auch, ja, meine Lieblinge, kann man so sagen. Ich gebe natürlich auch noch den Wave. Finde von der Frische sehr geil. Aber es ist alles nicht so, das schafft man nicht so unbedingt an das Intense ranzukommen. Warum der jetzt besser ist? Wahrscheinlich, weil er es jetzt besser abdeckt. Er deckt natürlich das leicht süßliche oder das Kokosnusswasser, deckt natürlich auch die Jugend jetzt ein bisschen ab, die vielleicht oder die jüngere Generation, die nicht unbedingt mit den Cool Water was groß anfangen kann. Schon, aber anders, ne? Also das hat Cool Water ja auch an sich, dass sie trotzdem, so sag ich mal, die jüngere Generation trotzdem noch in ihren Bann zieht mit den Duft. Also es tragen den auch Jüngere, ne? Auch noch in den 20ern. Also es ist nicht so, dass das nur 40-Jährige, 50-Jährige, nein, nicht ansatzweise. Und das finde ich sehr, sehr nice, ja. Und man kann auch immer sehen, sag ich mal, wir Creator, also bei mir, das ist immer manchmal verschieden bei mir, also Cool Water ist immer sehr beliebt, finde ich. Und jetzt dachte ich mal, ich zeige das mal wieder. Ich habe vor Jahren den Vergleich schon mal gemacht. Ich glaube, da, wo der auch rausgekommen ist. Und ja, auf jeden Fall dachte ich mir, das müsst ihr euch anschauen. Und es ist immer noch so, dass das richtig gut funktioniert. Und die beiden Düfte sollte Davidoff auf jeden Fall, wenn es geht, nicht aus dem Sortiment nehmen. Also das normale Cool Water und das Cool Water Intense. Das sollte, ja, Davidoff niemals rausnehmen. Wäre nicht so schön. Ja, Amber, sag ich mal so, Amber riechst du jetzt nicht so extrem. Das ist jetzt kein Amberduft, aber das Kokosnusswasser leicht im Hintergrund, eine schöne Frische, die Mandarine ist da, klar, aber kein Lavendel, kein Minze und nicht dieses aquatische, leicht, was heißt leicht, schon aggressive, in Anführungsstrichen aquatische, synthetische, wie beim Original, was es trotzdem cool macht. Das hast du nicht. Ja, schreibt mal in die Kommentare, welchen findet ihr sehr gut oder findet ihr auch, dass das Intense das Original schlägt und so weiter und so fort. Und dementsprechend bin ich raus. Grüße gehen raus an euch und meinen Mitgliedern und bis zum nächsten Mal.